Ich will mein Leben mit dir verbringen. Und da gehört Waldensteig nun mal dazu. Ich liebe dich so sehr. Maria ist nicht zu trauen. Sie lassen in letzter Zeit keine Gelegenheit aus, Maria zu verleumden. Sie sind doch diejenige, die hier intrigiert und alle anderen schlecht macht. Tut mir leid, es war nicht so gemeint. Aber finden Sie nicht, dass Ihre Abneigung gegen Maria schon zwanghafte Züge annimmt? Jetzt bin ich nicht nur ein verlogener Kleingeist, sondern auch noch ein pathologischer Fall. Jetzt drehen Sie mir nicht das Wort im Mund um. Das weiß ich gar nicht. Sie haben mir sehr deutlich gemacht, was Sie von mir halten. Elisabeth! Oh, Vorsicht, meine Liebe. Würden Sie bitte die Tür zumachen? Danke. Ich danke dir. Du hast mich offensichtlich wieder einmal gegen Elisabeths Angriffe geschützt. Ich habe nur versucht, etwas richtig zu stellen, aber bin offensichtlich etwas übers Ziel hinausgeschossen. Mach dir keine Gedanken. Elisabeth kann damit umgehen. Sie predigt doch immer Offenheit. Guten Abend zusammen. Hallo. Hey, Sebastian. Was kann ich dir bringen? Aber das ist okay, wenn wir gleich fahren. Ich muss morgen fit sein. Von mir aus gerne. Kannst du es anschreiben? Ja, klar. Danke. Viel Glück morgen bei deinem Interview. Danke, das kann ich brauchen. Das machst du doch mit links. Wieso glaubt eigentlich jeder, eine Modedesignerin zu interviewen? Das sei total einfach. Man muss wahnsinnig viel recherchieren. Mensch, Mörchen, du wächst doch mit den Aufgaben. Ja, hoffentlich. Weil wenn das gut läuft, bekomme ich vielleicht meine eigene Rubrik. Setz dich doch nicht so unter Druck. Ja, wollen wir? Unser kleines, gemütliches Übergangszuhause. Ja. Gute Nacht. Schlaf gut. Gute Nacht. Tschüss. Die beiden, die sind so tapfer. Dem, was sie alles erlebt haben. Das ist doch bestimmt nur die Vorfreude auf die Hochzeit. Und auf das Baby. Das können wir übrigens auch haben. Sebastian, das ist ein Buch und kein Baby. Vom Glück der Familie, der Leitfaden für junge Brautleute. Oh Gott, ist das alt. Aus den 50ern, glaube ich. Hab's beim Kram in der Bibliothek gefunden. Wer weiß, vielleicht können wir zwei noch was lernen. Entschuldigt die Verspätung. Danke, dass ihr spontan Zeit gefunden habt. Es gibt was zu feiern. Oh, was gibt's denn noch zu feiern außer Hochzeit und Prinzgemahl? Wir kriegen auch noch König, Kaiser, Gott. Göttlich ist er doch schon, also für mich zumindest. Da hört ihr es, ne? Nein, der Kaufvertrag von Waldensteig. Unterschrieben und notariell beglaubigt. Ich komme gerade vom Notar. Das ist ja wie im Märchen. Ja, nur, dass mein Bruder eine Prinzessin küssen darf und ich einen Frosch. Danke. Ist alles okay mit euch? Klar. Naja, auf jeden Fall steht dem Umzug nach Waldensteig jetzt nichts mehr im Weg. Das heißt, wir müssen uns noch von Linda und ihren Freunden verabschieden. Ja, die Kinder aus dem Heim, die habe ich ganz vergessen. Ich habe sie morgen früh eingeladen. Das ist eine schöne Idee. Gut, auf jeden Fall, ich möchte mit euch allen anstoßen. Dankeschön. Danke. Dass am Ende noch alles gut gegangen ist. Jo, auf Waldensteig. Auf Waldensteig. Ist alles okay mit dir? Nee, geht schon wieder. Okay.
ärgert dich denn eigentlich mehr? Dass Ludwig nicht auf dich hört oder dass er Maria den Vorzug gibt? Ach, was Vorzug? Ich kann einfach nicht begreifen, dass ein einziger Kuss sein gesamtes Urteilsvermögen außer Kraft setzen soll. Weißt du, an welchem Punkt bei uns Frauen das Denken aussetzt? Bei Eifersucht. Ach was, ich bin doch nicht eifersüchtig. Aber ich kann es nicht hinnehmen, dass er meinen Charakter in Frage stellt. Es war so unfair, mich mit Maria zu vergleichen. So impulsiv kenne ich dich gar nicht. Aber mit offenem Visier und offenen Karten bist du am Schluss natürlich die Dumme. Was du jetzt brauchst, ist eine Prise weiblicher List. Oh, Charlie, ich wäre so froh, wenn ich in seiner Gegenwart etwas abgebrühter wäre. Aber seit dem Moment in der Bibliothek, ist es um dich geschehen. Ja. Aber Ludwig ist doch ein vernünftiger Mann. Glaubst du nicht, dass er früher oder später merkt, was Maria im Schilde führt? Oh. Im Lügen ist diese Frau nicht zu unterschätzen. Bestimmt versucht sie gerade, ihn einzuwickeln. Mit Rotwein und mit Augenaufschlag. Oh, ich darf gar nicht daran denken. Man kann uns Italienern ja viel vorwerfen, aber langweilig sind wir nicht. Und manche sind sogar besonders charmant. Danke für den wunderschönen Abend. Ich muss mich bei dir bedanken. Für alles. Ohne dich würde ich es hier nicht aushalten. Elisabeth gibt mir das Gefühl, unerwünscht zu sein. Ständig unter Beobachtung zu stehen. Sie misstraut dir. Aber kannst du ihr das verdenken? Ich meine, sich als die tote Francesca auszugeben, das war schon ein Ding. Nicht? Ja, ich bereue das ja auch inzwischen zutiefst. Aber wenn du verstehen kannst, wie es dazu gekommen ist, warum nicht auch sie? Du darfst nicht zu viel erwarten, Maria. Immerhin hat sie dich nicht angezeigt. Und irgendwann mal wird sie auch Vertrauen zu dir haben. Du hast ja recht. Aber ich wollte uns nicht die Stimmung verderben. Das hast du nicht. Es war ein wunderschöner Abend. Darf ich dich noch auf einen Schlummertrunk einladen? Ich glaube nicht. Natürlich, wie du willst. Schlaf schön. Buonanotte. Carino mio. Und du bist dir sicher, das ist das richtige Buch? Ich hab's vorhin durchgeblättert. Da steht alles drin. Ich wollte eigentlich noch meine Unterlagen für morgen durchsehen. Ach komm. Hast doch sowieso schon alles drauf. Und was gibt's bitte schön Wichtigeres als unser kleines Projekt? Hm? Okay. Dann mal gucken, was Dr. Meinhard Sachtleben so zum Thema der Weg zum Kinderglück zu sagen hat. Ja, dann mal los. Die körperliche Ertüchtigung in gesunden Maßen ist jedem förderlich. So auch den jungen Eheleuten, die den Wunsch hegen, ihr Glück mit einem Kind zu besiegeln. Die Ehefrau hat die Pflicht, sich ihrem Mann stets gepflegt und adrett zu präsentieren. Wenn sie das beherzigt, steht einer glücklichen Ehe und einem reichen Kindersegen nichts im Weg. Stets nett und adrett. Kannst du dir direkt mal hinter die Ohren schreiben, kleines Fräulein. Das hättest du wohl gern, du Macho. Die junge Ehefrau sollte besonders darauf achten, was sie zu sich nimmt. Au! Oh. Neben nahrhaften Speisen sollte so oft wie möglich auch frische Kost auf dem Speiseplan stehen. Das steht da zwar nicht ausdrücklich, aber das gilt bestimmt auch genauso für den Ehegatten. Du willst noch mal ein richtiges Chaos hinterlassen, bevor wir hier ausziehen, ne? Ich backe einen Kuchen. Nachbacken sieht das aber nicht aus. Nach 50 Minuten den Kuchen aus dem Ofen nehmen. Was ist? Ich bin 5 Minuten über der Zeit. Hättest ja auch was aus dem No-Limits holen können. Willst du damit sagen, dass ich nicht backen kann? Ich will damit sagen, dass du dir nicht so einen Stress machen musst. Es ist kein Stress. Ich will, dass Linda und die Kinder was Leckeres bekommen. Ah ja. Und deswegen
Stehst du 2 Stunden vorher auf? 3 Stunden. Ich wollte sicher sein, dass der Kuchen was wird. Kannst die Kinder doch auch noch Waldensteig einladen. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Sie werden dir sicher fehlen. Dir nicht? Schon? Prinzessin Luise! Hallo! Hey, na? Hallo. Da! Noch eine! Hallo. Und? Oh, hey, jawohl. Lernst du das Buch jetzt auswendig? Kann doch nicht schaden. Ach, ich weiß nicht, ich finde, du solltest dich mit diesem antiquierten Quatsch nicht näher beschäftigen. Ich lese das doch nur, weil es so skurril ist. Und das Wichtigste weiß ich sowieso schon. Was ist das Wichtigste? Verstehe. Morgendlicher Koitus soll ja sehr erfolgreich sein. Oh, Koitus, das klingt sexy. Oh. Ich muss los. Bist du jetzt schon ins Büro? Ich muss noch meine Interviewfragen durchgehen. Ich bin da ja nicht mehr gestern zu gekommen, mein Lieber. Aber du hast bestimmt noch 5 Minuten Zeit für mich, oder? Ja. Willst du ins Bad? Ja, wonach sieht's aus? Dann könnten wir doch zusammen duschen. Ach, Sebastian, bitte. Hannes, was möchtest du denn auf dein Brötchen? Käse oder vielleicht lieber Schinken? Aber ein Schokocroissant. Bringen Sie meinem Enkel bitte einen Croissant mit Schokolade. Sehr wohl. Zu viel Süßes ist nicht gut. Eine Schale mit Obst, bitte. Also kein Croissant. Nein, doch. Der Junge hatte schon ein Croissant. Es ist nicht gut, wenn er so viel Süßes isst. Er kann doch wohl essen, was ihm schmeckt. Obst und Käse sind gesünder. Käse am Morgen ist für einen Südländer ein Albtraum. Hannes ist aber kein Südländer. Hannes ist mein leiblicher Enkel. Und wie Sie vielleicht wissen, stamme ich aus Italien. Was geht denn bei euch ab? Hannes lebt seit seiner Geburt auf dem Schloss und er schätzt das mitteleuropäische Frühstück. Davon merke ich aber nichts. Was möchtest du denn nun lieber? Ein Schokocroissant oder lieber ein hartes Brötchen mit salzigen Schinken oder fettiger Wurst? Sowas nennt man Manipulation. Ja, es war wirklich toll, mit euch zu frühstücken, aber ich muss leider weg. Tschüss, Papi, schönen Tag noch. Tschüss. Was soll ich dem Jungen denn nun bringen? Cornflakes. Jetzt bringen Sie dem Jungen die Cornflakes, bevor wir hier Zustände wie im kaukasischen Kreidekreis haben. Ja, ich fahr dann auch in die Firma. Moment mal, bitte. Diesen Ton möchte ich hier nicht mehr hören. An mir soll's nicht liegen. Und eure Bilder hängen wir alle im Schloss auf. Ja! Und wenn ihr wollt, dann kommt ihr uns irgendwann mal besuchen. Ja! Warum esst ihr denn nichts? Da ist was schiefgelaufen. Mehl oder Sägemehl vielleicht. Ich glaube, wir haben noch Schokolade. Ihr mögt Schokolade, oder? Ja! Hier. Oh. Das hättest du ruhig mal sagen können. So viel Mühe gemacht. Jetzt schon. Hallo. Ah, no. Können wir nicht noch bei euch bleiben? Es geht leider nicht. Wir sehen uns bald wieder. Wenn ich in Waldensteig bin, dann schicke ich eine Postkarte. Ihr bei einem Mehl, das geht schneller. Also, dann, naja. Kinders, ciao, ciao. Oh, Anna, oh, yes. Ciao. Sehr gut.
Tschüss. Aber nächstes Jahr laden wir sie nach Waldensteig ein. Ja. Und dann kriegen sie auch was Anständiges zu essen. Oh, wir kommen wieder. Ihr Kaffee, bitte sehr. Danke. Frau Flahnstein, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ja, ja, bei mir schon, aber Aber? ich glaube, das muss ich mit der betreffenden Person selbst klären. Naja, manchmal kann der Blick von außen auch Klärung schaffen. Okay. Geben Sie mir einen Tipp, wie man zwei verfeindete Frauen wieder versöhnt. Das ist an sich schwierig genug. Aber wenn Sie dabei an Maria und Elisabeth denken, dann ist es nahezu unmöglich. Maria tut es sehr leid, dass sie Elisabeth und die anderen so belogen hat. Können Sie sich eigentlich vorstellen, was es für Elisabeth bedeutete, als diese vermeintliche Francesca plötzlich auftauchte? Alles, was bisher ihr Leben ausmachte, war hinfällig. Nicht einmal auf die Trauer um Johannes schien sie noch ein Recht zu haben. Verstehe. Ich weiß, dass Elisabeths Abneigung nicht von ungefähr kommt, aber wie weit soll das alles noch gehen? Wieso sind Sie sich eigentlich so sicher, dass Maria nicht auf die Seite Ihres Sohnes überläuft? Also ich glaube, da kenne ich Maria besser. Gut, das mag sein. Ich weiß nur, für Elisabeth lege ich die Hand ins Feuer. Lieben Gruß von Elisabeth. Die Lahnstein Holding unterstützt das nächste Projekt für Waisenkinder. Das hast du mal eben so klar gemacht. Ja? Und? Naja, also ich bin mit dem Umzug allein schon irgendwie überfordert und du leierst den Leuten noch irgendwelche Spenden aus dem Kreuz. Das ist unglaublich. Halb so wild. Weißt du was? Ich finde, du solltest mal eine Pause machen. Du bist ein bisschen blass um die Nase. Komm mal her. Ich mach dir einen Vorschlag. Du ruhst dich jetzt erstmal aus und ich pack weiter. Hm? Gegenvorschlag. Du besorgst ein paar Kartons und ich pack weiter. Okay. Bist du schon fertig mit dem Interview? Ach, schön wär's. Ich habe jetzt erstmal Redaktionssitzung. Deswegen siehst du so fertig aus. Na, vielen Dank. Als dein Bruder muss ich dir doch die Wahrheit sagen. Hast du schlecht geschlafen? Naja, sagen wir mal so, Sebastian hat mich kaum schlafen lassen. Danke, zu viel Information. Ich muss noch mal hoch mein Handy holen. Okay. Ach, er hat so ein komisches Buch angeschleppt, so ein Eheratgeber aus den 50ern. Daraus will er irgendwelche Tipps zum Kinderkriegen ziehen. Klingt doch interessant und lustig, oder? Ja, das war's auch. Ach Mann, aber mir geht's in letzter Zeit ein bisschen zu viel um dieses Thema. Damals das Baby von Gregor verloren hatte, hieß es, ich könnte nie wieder Kinder bekommen. Lydia, es hat Jahre gedauert, bis ich darüber hinweg war. Und als ich am wenigsten damit gerechnet habe, versucht nicht ständig daran zu denken. Ihr könnt die Sache sowieso nicht beschleunigen. Also genießt, dass ihr zusammen seid. Können wir? Ja. Wir sind eigentlich fast fertig. Gregor holt noch ein paar Umzugskartons, dann packen wir dann den Rest rein. Das war's dann. Züge sind immer stressig. Ja, also wenn ich es mir leisten könnte, ich würde mir ja auch so einen sexy Möbelpacker bestellen. Dann ist es eigentlich gar nicht. Wir lassen ja Möbel und Geschirr und Küchenutensilien lassen wir ja alles da. Außerdem finde ich es auch ganz gut, mal selber zu packen. Und bald ist ja auch vorbei mit den niederen Arbeiten, ne? Die gehen aufs Haus. Luise! Luise! Was ist los? Luise, hey. Hey. Alles okay? Hey.
Es geht um unser unschönes Gespräch von gestern Abend. Ich habe mich im Ton vergriffen und möchte mich entschuldigen. Entschuldigung angenommen. Und noch etwas. Finden Sie nicht, dass es an der Zeit wäre, mit Maria Frieden zu schließen? Oder wenigstens einen Waffenstillstand? Für Hannes und den Rest der Familie. Sie haben recht, ja, der Streit vor Hannes heute, der war nicht in Ordnung und das wird auch nicht wieder vorkommen. Aber was Maria betrifft, da bleibe ich bei meiner Meinung. Mit dieser Frau stimmt etwas nicht. Sagt Ihnen Ihre weibliche Intuition? Das ist mir völlig egal, ob Sie lächeln. Mein Gefühl hat mich noch nie getrogen. Genauso wie ich weiß, dass ich Ihnen vertrauen kann, obwohl Sie ja wirklich so wenig von sich preisgeben. Maria kann man nicht trauen. Und ich werde nicht um des lieben Friedens willen meine Überzeugung ändern. Wenn Sie das respektieren, dann freut mich das. Ansonsten, ja, lassen Sie es bleiben. Luise? Hallo? Deswegen sind wir hier. Weswegen? Luise. Was ist denn mit dir? Luise ist beim Arzt. Sie hat einen Zusammenbruch. Was? Lust auf einen kleinen Break? Erdbeeren. Hör dir mal meine erste Frage an Anita Birgersdottir an. So heißt die wirklich, oder? Ja, sie ist Isländerin, das habe ich ja schon mal gesagt. Na jetzt, was wird das? Erdbeeren sind hervorragender Folsäurelieferant. Ja, ich will aber keine mehr. Ja, aber jeder weiß doch, dass Folsäure auch schon vor der Schwangerschaft sehr wichtig ist. Bist du jetzt ein wandelndes medizinisches Lexikon oder wie? Was ist denn plötzlich los mit dir? Ja, das Gleiche könnte ich dich fragen. Gibt's für dich eigentlich noch ein anderes Thema außer Kinderkriegen? Wann fahr ich da jetzt hin? Versuch's doch erst mal bei Olli. Wieso habe ich sie überhaupt allein gelassen? Jetzt hör auf, du konntest doch nicht ahnen, dass sie zusammenbricht. Hey, da bist du ja. Na? Was hat der Arzt gesagt? Was er gesagt hat, der Arzt. Du bist Vater. Was? Ich bin Vater? Ja. Nein. Doch. Nein, ich bin Vater. Wir bekommen ein Kind.